Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Ich zeige dir in diesem Video, wie du so einen Ring knüpfen kannst. Das Besondere an diesem Ring ist, dass man unten überhaupt nicht sieht, wo er zusammengeknotet ist. Er ist überall gleich schmal und das Muster geht einfach weiter und das ist überhaupt nicht schwer zu machen. Ich spanne alle 4 Fäden mittig ein. Lege meinen rechten Faden über den linken und mache einen doppelten Halbschlag. Dann nehme ich den ganz linken dazu, wieder einen doppelten Halbschlag. Das ist jetzt ein diagonaler doppelter Halbschlag, den ich jetzt mache, aber das ist eigentlich genau das gleiche wie ein horizontaler. Mein Swimmingpool liegt nur nicht ganz horizontal, sondern eben diagonal in 45 Grad. 1, 2, dann gehe ich nach außen und mache einen doppelten Halbschlag nach innen. Und fädle meine Perle auf. Ich hoffe, das reicht von der Länge her. Wenn du eine größere Perle machst, kannst du jederzeit dieses Würmchen hier verlängern. Einfach nochmal nach innen, nach außen und dann erst den doppelten. Also mein Faden, der von oben kommt, geht unter diesen Leitfaden. Ich lege so einen schrägen Pool und springe rein mit dem Faden. Das war der erste Halbschlag und der zweite, das ist jetzt ein doppelter Halbschlag oder auch ein Rippenknoten. Ich gehe nach außen und mache jetzt diese Schlinge nach außen. Dann gehe ich wieder unten durch und mache wieder einen doppelten nach innen. Und gehe jetzt gekreuzt durch die Perle. Also Bienenwachs an meinen Faden hinmachen. Aber wenn es ein bisschen eng ist, dann drösel ich meinen Faden ein bisschen auf. Und lege diesen anderen Faden einfach rein in dieses aufgedröselte. Und zwirble das wieder zu, sodass von meinem Faden fast nichts mehr übersteht. Und dann schiebe ich die Perle einfach drüber. Geht total einfach. Und wenn das nicht durchgeht, dann ist echt dein Loch zu klein. Aber es gehen viele Fäden durch Perlen durch. So. Jetzt mache ich mit dem Faden, der aus der Perle kommt, einen doppelten Halbschlag. 1, 2, einen nach innen
und wieder einen doppelten nach außen. 1, 2, auf der anderen Seite das gleiche. Der hier kommt aus der Perle, der geht unten durch. Das ist mein Leitfaden, der bleibt stramm. 1, 2, nach innen und ein doppelter nach außen. 1, 2. Jetzt knote ich diese beiden Leitfäden zusammen. Rechts über links. Ich mache eigentlich immer rechts über links, wenn man es immer gleich macht. Macht man es nicht verkehrt. Und jetzt kommt als nächstes diese hellblaue Perle rein, diese türkisene. 1, 2, nach außen und nur einen nach innen, denn die Perle ist viel kleiner. Der von oben, der weiter oben ist der Knotfaden und der untere der Leitfaden. Einen doppelten Halbschlag nach innen. Einen nach außen, einen nach innen. Beide Fäden durch die Perle. Einen doppelten nach außen, einen nach innen, einen nach außen, andere Seite genauso. Rechts über links einen doppelten Halbschlag richtig fest zuziehen. Und jetzt mache ich ganz normale Rauten. Wenn ich rechts über links mache, mache ich auch immer rechts weiter. Hol mir den Knotfaden von oben herunter. Mach einen doppelten Halbschlag nach innen. Dann geht mein Leitfaden um die Ecke. Und ich mache mit dem Knotfaden, gehe ich unten drunter durch und mache einen doppelten nach außen. Andere Seite, der obere Faden geht unter den unteren. Der untere ist der Faden, der hier schon die ganze Zeit Leitfaden war. Der obere Faden macht jetzt, also der unten durchgekommen ist, einen doppelten Halbschlag nach innen, geht unten durch, macht einen nach außen und ich knote rechts über links zusammen. Jetzt habe ich eine kleine Raute mit 4 Fäden. Ich hole wieder den oberen. Zwei mache ich mal noch eine. 2 Zentimeter habe ich jetzt ungefähr.
rechts über links. Nochmal messen. Ja, reicht mir jetzt vorerst mal. Auf der anderen Seite mache ich jetzt genau das Gleiche. Auch wieder rechts. Der rechte Leitfaden kommt zuerst. Einen doppelten Halbschlag, einen einfachen nach außen, einen einfachen nach innen. Andere Seite genauso. Durch die Perle kreuzen. Einen doppelten, dabei schön hochschieben, dass die Perle ganz nach oben ins Eck rutscht. Eins, zwei und nochmal nach innen, nach außen, nach innen, nach außen und rechts über links. Ganz festziehen. Jetzt machst du noch 3 Rauten. Wahrscheinlich 4. Das muss ich jetzt nicht alles filmen. Ich komme nachher wieder. Mein Ringchen sieht jetzt so aus. Ich habe an jeder Seite 4 Rauten gemacht. Du kannst auch an der einen Seite 4, bei der anderen 5. Und deine Rauten sollen nicht ganz zugehen, denn die letzte Raute ist unsere Verschlussraute. Die braucht ja auch noch Platz. Ich stecke mein Ringchen fest. Am besten die Nadeln ganz nach unten stecken. Dann hält es am besten. Und jetzt markiere ich diese beiden inneren Leitfäden, den einen von der rechten Seite mit einem Knoten und den hier auch mit einem Knoten. Die beiden linken Fäden markiere ich mit 2 Knoten, damit ich nachher weiß, welche Fäden zusammengehören und die leichter wiederfinde. Du kannst auch mit Perlchen markieren. Also hier, das ist der linke, innere, mein Leitfaden. So, 2 Knoten. Jetzt lege ich die beiden Leitfäden, mit dem einen Knoten, den von oben und den von unten zusammen und mache jetzt eine halbe Raute. Also das ist mein Knotfaden. Den hätte ich jetzt ganz normal ja unten durchgeholt und einen Rippenknoten nach innen gemacht. Ich setze also mein Muster fort. 1, 2. So, jetzt kommt der linke Leitfaden, der mit den beiden Knoten, und der von oben mit den beiden Knoten wird zusammengelegt. Und jetzt hole ich mir den oberen Knotfaden unten durch und mache mein Muster weiter, nur um beide Leitfäden herum. Ein Halbschlag nach innen und noch einer. Ich drehe den Ring um 180 Grad.
Und jetzt kommt hier der mit den beiden Knoten heraus und den lege ich nach oben und hole den Knotfaden unten durch und mache jetzt von der anderen Seite auch eine halbe Raute, also einen doppelten Halbschlag nach innen. 1, 2. Hier kommt der Faden mit dem einen Knoten heraus, den lege ich zu dem Leitfaden dazu, hole meinen Knotfaden von oben herunter und mache einen doppelten Halbschlag um beide Leitfäden herum nach innen. So, jetzt wird es spannend. Jetzt suche ich nämlich die beiden Fäden mit den beiden Knoten. Hier habe ich sie und ziehe an diesen Fäden mit den beiden Knoten. Jetzt ziehe ich an den beiden mit dem einen Knoten. Hier ist der eine und hier der andere. So, jetzt stecke ich alle Fäden, die oben herausschauen, durch die Raute auf die linke Seite. So, jetzt ziehe ich nochmal an meinen Knotfäden. Das sind die, die keinen Knoten haben. Und ich ziehe nochmal an meinen paarweisen Fäden gegeneinander. Zwei Knoten, zwei Knoten. So. Dann kannst du schon deine Fäden abschneiden und abschmoren. So, jetzt drehe ich alles auf links. Aber vorsichtig, damit du deine Leitfäden nicht wieder lockerst. Ich möchte ja links gerne schmoren, damit ich keine hässlichen Schmorstellen oben drauf habe. Ich drehe den Ring auf rechts. Wenn du das jetzt genau anschaust, dann siehst du wirklich nicht, wo wir den Ring geschlossen haben. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachknüpfen und tschüss, bis zum nächsten Mal.